Wir gehen jetzt zur UFO-Konferenz, zur ultimativen UFO-Konferenz. Enthüllungskonferenz. Genau, 2.0. Denn vor 2 Jahren war schon mal die erste UFO-Konferenz in Memmingen. Ja. Und heute ist das die Eröffnung in Kirchheim In Hessen, in Hessen. am Ashram. Genau, am Bhakti Marga Ashram. Wir nehmen euch da heute ein bisschen mit und die nächsten Tage. So, wir kommen jetzt auch langsam drauf zu. Ist ja auch schon eine richtig lange Schlange. Wo wir uns jetzt auch gleich mal einreihen werden. Ich nehme euch jetzt mal mit. Hier ist die Eventhalle. Hier ist ein Stand vom Walter Ernsting. Und hier geht es ums Thema Kornkreise. Hier gibt es Edelsteine, alles, was das Herz begehrt. Bücher über CERN, die Anunnaki, Antarktis. Hier ist dann noch ein großes Zelt von der Anja. Und hier ist das neueste Buch auch von der Omnek und der Anja in Zusammenarbeit mit Tonja und dem Ray. Eine Frau von der Venus. Und hier ist auch der Ray, der bietet hier seine Bücher an. Hier gibt es auch noch mehr Bücher von der Anja und von der Omnek. Entschuldigung. So. Und hier ist auch noch der Stand vom Frank und von der Tonja. Hier ist noch ein kleiner süßer Alien. Bieten hier tolle Sachen an. Da ist auch die Tonja. Hier ist dann der Kongressraum mit dem großen Banner. Der nächste Vortrag ist gleich der Lothar Lauer. Hier ist der Rainer. Genau, der Rainer, der bietet hier seine Bücher an. Alles jetzt gerade im Ausverkauf, weil er was Neues starten möchte. Hier ist der Stand vom Nepomuk Maya. Auch seinen ganzen Büchern. Hier sieht man ihn auf seinem Plakat. Der ist nämlich gerade nicht am Stand, aber später kommt er mal wieder. Hier ist der Bob von MUFON. Dem haben wir schon ein Bild gegeben. Das blenden wir euch gerne auch nachher nochmal ein. Von einer Sichtung, die ein Bekannter hatte. Ja, und das wird jetzt gerade geprüft von einem Ufologen und Foto-Experten, der das prüft auf Authentizität, ihr wisst schon, Zität. Hier ist der Dirk Seufert. Also hier sind wirklich nur die ganzen Hochkaräter der Szene.
Hier ist noch ein Stand vom Lex von Sommering, der macht richtig schöne Musik und vor jedem Vortrag macht er ganz tolle Mantra-Gesänge. Ist wirklich super schön. Vielen Dank. Ja, ihr seht, hier ist viel los, viel zu entdecken. Eine Kaffeebar mit Tee und Kaffee gibt es auch. Und wir sind hier im wunderschönen Bhakti Marga Ashram am See in Kirchheim. Die Energien sind natürlich auch sehr heftig hier drin, so unterschiedliche Energien. Ja, da am Trommelschlag mit. Wir hatten ja späßige Themen hier, wird über Außerirdische, über die ganze Weltraumprogramme gesprochen. Und aus schamanischer Sicht, nach meiner Ansicht nach, ist es auch wichtig, dass wir uns wieder richtig runterfahren, Mutter Erde ehren und schätzen und achten. Mutter Erde braucht unsere Unterstützung. Sie ist ein lebendiges Wesen. Wir sind ein Teil von Mutter Erde. Man kann auch sagen, du bist ein Teil von Mutter Erde, im Gewebe von Mutter Erde und nichts ist getrennt. Und ich sage immer, auch zu meinen Menschen, die zu mir in Sitzungen kommen, es ist alles miteinander verbunden. Siehst du einen Zusammenhang zwischen der Veröffentlichung der UFO-Akten vor eigentlich wenigen Tagen und jetzt so kurz vor der UFO-Konferenz? Siehst du da irgendwie einen Zusammenhang oder meinst du, das ist ein bisschen weit hergeholt? Das ist vielleicht mit der Konferenz, sowas gibt es ja schon öfter, aber ich glaube, dass wirklich im Moment auch sich einiges in der Richtung entwickelt. Es gibt halt die Kräfte, das geht aber schon zurück bis Präsident Eisenhower, die haben im Grunde die Whiteheads. Die haben damals schon gemerkt, dass es eben diese dunklen Kräfte gibt, die auch das verhindern wollen, die mit negativen Außerirdischen zusammenarbeiten. Und die Whiteheads versuchen die ganze Zeit auch eben das rauszugeben, aber die ganzen Medien, und das wird alles unterdrückt. Und die Frage ist jetzt, Trump hat eben ja jetzt angefangen, auch einige UFO-Akten zu veröffentlichen und kommen noch weitere 17 Tranchen, kommen da noch raus, also da kommt noch sehr viel. Ja, das ist erst die erste Tranche. Und dann kommt, 17 sollen noch kommen, habe ich gehört. Und dann kommt jetzt ein Spielfilm von Spielberg, Disclosure, also da in 2 Monaten oder Juni oder Juli. Das heißt, es ist im Moment, es liegt was in der Luft. Der Kongress passt vielleicht auch irgendwie und man könnte ja mal sagen, aus der geistigen Welt ist es vielleicht irgendwie orchestriert. Ich habe das Gefühl, es liegt in der Luft, dass das irgendwann vielleicht jetzt auch, aber das hängt von den Menschen ab. Sie müssen bereit sein und die Massenmenschen, die wollen ja immer noch nichts davon hören. Aber vielleicht kommt es jetzt. Well, this has been an amazing conference. It's called UFO Conference 2.0, and I think what makes it so amazing is we're seeing all different types of phenomenon, not only the extraterrestrial reality, but also all the different dimensional realities of consciousness and everything in between. And with our new film, we just synchronized in German, it's called The Extraterrestrial Species Almanac. We actually cover so many different types of extraterrestrials, different agendas, and also spiritual. We get into ultra-dimensionals, extracelestials, the angelic realms, because I do think that we have to look at the whole picture really is consciousness, is different levels and dimensions of reality. Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, in meiner Doku Mexiko, die Götter, die vom Himmel kommen, die ich 2024 gedreht habe in Mexiko, war ein Carlos Yalil, der war eigentlich Profikletterer und der wurde von dem mexikanischen Militär, weil der General war ein Freund von ihm und der hat ihn gebeten, mit 3 und 2 weiteren Kollegen in eine Höhle abzusteigen, die sie bewacht hatten, weil das Militär keinen Kletterer hatte.
der über 40 Meter in die Tiefe klettern konnte, weil da unten etwas verborgen war und das sich in den nächsten Stunden eigentlich die Amerikaner holen wollen. Und die mexikanische Militär war nur da zur Sicherung dieser Höhle. Auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn, hat er aus einem Kristallsaal mit seinen 2 Kollegen eine Mumie rausgeholt in seinem Rucksack nach oben und hat die dann auch später untersuchen lassen. Also ein Teil der Mumie war schon nur der Kopf und die Hand von dieser Mumie. Und bei den Untersuchungsergebnissen, das haben 3 Universitäten untersucht, stellte sich heraus, dass dieses Wesen, das seit 7500 Jahren tot ist, einen größeren Schädel hatte, ziemlich lang, 36 cm, 3 Augen hatte und 6 Finger. Und die DNA war nicht menschlich. We have powers within us that we need to develop. We have that are latent within us. So when we think about extrasensory perception, we think about psychometry, we think about clairvoyance, clairaudience, bilocation, all these amazing things that our brothers and sisters of other planets can do. Well, we can do these things too, but we have these powers, but they're like muscles that we don't use, so they atrophy. So the more we exercise them, the better off we'll be, because this will heighten our consciousness and our spiritual awareness. And that's going to be very important, because right now our technology is, as we go into the age of AI and all this, our technology is surpassing our spiritual growth and development. And unless our spiritual development is at least on a par with our technology or surpassing it, we can't be part of a greater galactic community that's out there. We were able to get a second sample, which we sent to our laboratory in Australia, and it turned out to be a very, very, very anomalous material that had been in space, had been exposed to cosmic rays. It had a crystalline structure that at one point was growing, and it was also at a molecular level composed of carbon-60 fullerenes, which are also called buckyballs. It's the strongest form of carbon in the world. This material is also the lightest man-made material ever, and if you apply heat to it, it will actually float. So we believe that the Tic Tacs flying around the world may be made of this material because it's so light, it's so frictionless, and it has a stealth signature that it would be a perfect unmanned vehicle. The question is, where did Arcady really get it? How did Hal Puthoff and Richard Bandurek, the scientist from Lockheed, know about it? And where did it really come from? First of all, the individuals physically see a UFO with their eyes. So to them, it's very real and very physical. Just like the different beings that people see. It's very physical. Some of them, are like human beings, and that you think that they're a human being. But what these intelligences are, these are manifestations. Because almost all of the cases that we come in contact to, these non-human intelligence appear for at most a few minutes, 1 minute, most of the cases, and then they disappear. Same thing with the UFOs, okay? The UFOs, at least the physical ones, people see them for a very short period of time. And most of them are very long distance, like orbs. But in few cases, like my cases, they're very huge, they're large. And most of the cases, they appear as different light forms, different light configurations. And then, boom, they disappear.
Ja, man könnte sagen, wurde quasi. die Gnostiker waren eine Art Bedrohung, weil sie waren für Freiheit, sie waren nicht für eine Hierarchie, Ja. sie haben keine Autorität erkannt, sie waren Heretiker und wenn man das Wort Heretiker, das Wurzel des Wortes anschaut, dann sieht man hier die Definition von diejenigen, die wählen wollen, Okay. nicht diejenigen, die einer Autorität folgen. Sie sahen die Autoritäten als Archonten und das ist der zweite Ansatz von den Gnostikern, der wichtig ist. Sie haben uns die Archonten beschrieben und sie haben beschrieben, wie sie funktionieren und wie sie in unserer Welt störerisch unterwegs sind und haben uns Wege gegeben, das zu identifizieren, damit wir frei steuern von dieser archontischen Das Überlagerung. mögen die Eichhorn natürlich nicht so gerne. Natürlich wollen die das Ja. nicht. Und ich glaube, man könnte sagen, der Wurzel, der Ursprung von dieser Polarität zwischen menschliche, also göttliche Intelligenz, den alle von uns als Lebewesen in uns haben, zu verwirklichen, wird abgelenkt oder weggezogen durch diese archontische Energie. Und das ist eigentlich der Ursprung. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich suchte den 40.000 Meter Blick. Genau. Eigentlich ist der Ursprung von dieser Auseinandersetzung liegt genau da. Immer wieder durch diese äußeren Schichten. Wir haben ja wie die Rippen davor, wir haben Schutzpanzer wie vorm Herz, aber wir können wirklich auch mal uns erlauben, immer wieder noch tiefer rein. Was will ich denn eigentlich wirklich? Was ist denn mein wirkliches Ansinnen? Warum bin ich hier? Was gibt mir auch Lebensenergie? Und wenn ich so in diese Richtung spüre und dann auch mal traue, in diese Richtung zu gehen, ein Stück weit, dann gehen wir wieder ein Stück mehr in die innere Freude, in die innere Wirklichkeit, in die innere Wahrheit und dann spüren wir auch mehr und mehr unsere innere Berufung. Warum bin ich überhaupt hier? Was möchte ich überhaupt wirklich? Bin ich nur der das gelernt hat? Also bin ich jetzt irgendwie ausgebildet das oder bin ich jetzt Familienvater nur? Bin ich jetzt der Onkel oder wer bin ich? Und dieses, was schon über dem Tempel von Delphi stand, erkenne dich selbst, ist jetzt Thema. Gibt es eine Botschaft, die die Föderation der Menschheit mitgeben möchte für diesen Prozess, in den wir jetzt eintauchen? Ja, es geht darum, dass die Menschen lernen dürfen, erstmal wieder sich selber zu leben, weil wir sind einfach von Erziehung und Mustern und so eingeschränkt worden, dass wir letztendlich immer nur agiert oder reagiert haben. Und es geht vor allem darum, dass wir wieder in die Freiheit zurückkehren und wieder zu den Wesen werden, was wir eigentlich im Ursprung sind. Und das geht auch zum Beispiel auch um eigene Wertschätzung sich selber gegenüber. Wir haben ja früher gelernt, als Kinder, wir haben über 44.000 Neins bekommen. Und das hat uns natürlich auch geprägt. Und jetzt geht es eben darum, sich selber wieder zu wertschätzen und zu achten, um wirklich dann auch andere Menschen mehr wertschätzen und achten zu können. Also das ist so die Botschaft eigentlich. So the corruption is really being exposed, and with that we can begin to clear it out so that we have societies and culture that's more aligned with nature and our awakening and our health and well-being, because they make a lot of money off of keeping us sick. Yes, that's true. They're not interested in making us healthy more and keeping us in a state of between health and sickness, kind of that, they can make more money. Yeah. Well, there's a lot of well-intentioned teachers and doctors and people that really do want us to be well and care about us. But the way the system is set up, though, is to kind of keep us, dependent. And I think a lot of individuals that work in those areas are noticing that there's a lot more to the picture and other alternative ways to heal and healing tools and modalities that are much more beneficial, and holistic healers that are becoming more recognized in the mainstream. So there's a shift happening. They had a lot of chaos on their planet, not exactly the same as us, but there were difficulties. And at that time, their elders were sitting down and meditating for 200 years in our time, so a very long time, with the intent to find a solution.
And after a while, then a giant being of light that we call the Master of Light Bodies came and showed them how to work with their light and energy and build up certain frequencies to change how you behave and how you think and how you want to live. And with time, that led to a total transformation of their planet. Und könnte ich jetzt dann zu dieser nach Shambhala gehen, um mich da anzumelden, dass ich auch da hin könnte? Ist sowas möglich? Oder was müsste man dafür tun? Nur theoretisch. Also generell haben wir in der inneren Erde natürlich einen riesen Schwingungsunterschied, ja, von der 3. zur 5. Dimension, wobei die Menschen, die Körper sind doch zum großen Teil in der 3. Dimension. Die Menschen sind also anfassbar. Und wenn es mal eine Begehung geben wird, und die wird es geben, dann sind die für uns sichtbar. Ansonsten wäre ja da keine Kommunikation möglich, weil sie einfach unsichtbar wären in der 5. Dimension. Ja. Und also generell, wenn ich nach Eingängen gefragt werde, sage ich, Leute, das ist nicht so einfach. Was ich dazu auch dachte, zu dem Eingang, weil du sagst ja, das ist eine Welt in dem Inneren der Erde. Und man sagt ja auch immer, zum Beispiel durch Meditation, dass man nicht im Außen schauen soll, sondern im Inneren. Vielleicht ist der Zugang ja gar nicht so außen, sondern er ist dann eben durchs Innere. Sehr gut. Das war ein gutes Argument. Ich sage auch den Menschen immer, die nach Eingängen fragen, die Reise in die innere Erde beginnt hier im Herzen. Aber wichtig ist zu bemerken, dass diese 26 Hertz wieder natürlich sind. Sie sind künstlich erstellt worden. Sie stammen nicht aus der Grundfrequenz der 8 Hertz von Mutter Erde. Und dass sie am 8. aufgehört hat, an einem Zeitfenster, wo das energetische Spektrum auf verschiedenen anderen Messstationen sehr hoch war. Und wodurch das auch immer zustande gekommen ist, ich denke, wir sind es selber, ein Schwellenwert, den wir Menschen erreicht haben. Durch unsere Schwingungserhöhung, durch unsere Energie hat dazu beigetragen, im Wesentlichen vor allem dazu beigetragen, dass sich dieser Störsender sozusagen abgeschaltet hat. Ich kann es gar nicht wirklich nicht in Worte fassen. Ich bin überwältigt von der Energie und kannst du dazu auch noch was sagen? Ja, mich überwältigt eigentlich eher die Reaktion der Menschen, weil ich komme ja aus dem Empfangen von Dankessagungen kaum raus, vom Unterschreiben von Büchern und das ist phänomenal. Ich habe damit nicht gerechnet, dass die Resonanz so vollkommen schön ist, dass die Workshops alle voll ausgebucht sind. Das sind so viele Menschen hier, alle wirken zufrieden und glücklich und dass es ein voller Erfolg ist auf allen Ebenen, der seine Früchte und seine Kreise ziehen wird. Ja, ganz großartig. Danke. Geht noch mehr.